Unsere Reise in die Schweiz geht weiter. Unsere nächste Etappe ist 230 Kilometer lang. Wir durchfahren jetzt den Teutoburger Wald. Unser Ziel ist Fulda. Dort werden wir einen Stellplatz für eine Übernachtung nutzen und den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wir waren ja vorher 2 Nächte in Lemgo auf dem neuen Stellplatz dort, der uns sehr gut gefallen hat und ich denke auch vielen anderen auch. Das habe ich so in den Kommentaren gelesen. Wir fahren jetzt in Richtung Kassel, dort gehen wir auf die A7 und fahren dann bis nach Fulda. Wir haben Freitag, den 22. Mai, ist Freitag, der Freitag vor Pfingsten und wir sind angenehm überrascht, dass der Verkehr auf der Autobahn hier sich in Grenzen hält. Wir verlassen dann die A7 bei der Ausfahrt Fulda Nord und fahren in Richtung Stadt Fulda. Wir werden hier in Fulda nur eine Nacht verbringen, denn wir haben ab Samstag auf dem Camping Cimbria am Neckar festgebucht. Da ja Pfingsten ist, denken wir, das ist wichtig, dass man da einen festen Platz hat. Wir werden dort bis dann einschließlich Dienstag dort bleiben. Wir fahren jetzt durch die Stadt Fulda, um zum Stellplatz zu kommen. Der Stellplatz liegt so ein bisschen im Außenbereich der Stadt, aber recht zentral. Wie man wahrscheinlich sieht, haben wir schönes Wetter, sehr schön warm. Da werden natürlich viele Camper das Wochenende nutzen, das lange. Ja, da denke ich, dass die Plätze voll werden. Auf der Karte sieht man, dass der Platz in der Nähe der Fulda, dem Fluss Fulda liegt und auch umgeben ist von viel Grün. Jetzt ein paar Worte in eigener Sache und zwar zur Hago-App. Die nutzen inzwischen ja schon einige und da gibt es so ein paar neue Dinge. Einmal erkläre ich mal eben in der Mitte. Als erstes eröffnet sich immer das Feld Neues. Rechts hat man die Stellplatzkarte, links die Videos. Unter dem Button Videos findet ihr alle Videos von mir in chronologischer Reihenfolge. Auf der rechten Seite findet ihr die Stellplatzkarte. Hier gibt es alle Plätze, die wir je besucht haben und wo wir jeweils auch immer ein Video darüber veröffentlicht haben. Unter Neues gibt es jetzt immer Informationen zu unserer aktuellen Reise oder andere Dinge. Und hier habe ich auch verlinkt, zum Beispiel unsere Route. Das heißt, es ist eine Online-Route. Da kann man genau nachvollziehen, wie wir gefahren sind und wo wir aktuell live auch sind. Wenn jemand wissen möchte, wie sind wir da überhaupt gefahren oder wo ist genau der Platz, dann kann er das auf dieser Karte alles genau nachvollziehen. Das war kurze Information zu der Hago-App. Jetzt geht's weiter mit der Anfahrt zum Stellplatz in Fulda. Jetzt biegen wir hier rechts rein, dort wo das Schild steht, zum Discounter. Der ist nur wenige 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Da werden wir jetzt gleich vorbeifahren. Hier auf der rechten Seite kommt gleich der Discounter Lidl. Diesen Platz, den wir jetzt anfahren, kennen wir nicht. Er liegt für uns verkehrsgünstig an unserer Route. Deshalb nutzen wir ihn. Er ist auch kein Highlight, so wie wir es zumindest gelesen haben und auf den Bildern gesehen haben. Aber das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist für uns, dass wir ruhig und sicher schlafen. Wir schauen uns die Plätze, die wir nutzen wollen, immer vorher in verschiedenen Apps an und dort steht dann auch häufig, mit welcher Länge man dort stehen darf oder kann und das ist natürlich wichtig für uns. Wenn dort drin steht nur bis 7 Meter, dann können wir so einen Platz nicht nutzen. Hier ist die Länge offen, das heißt, hier kann man also auch mit einem 10 oder 11 Meter langen Fahrzeug stehen. Wir kommen hier am frühen Nachmittag an. Es ist Freitag, hatte ich ja schon gesagt. Die Stromplätze sind größtenteils belegt. Hier ist aber noch eine große Wiese, wo rechts und links noch ausreichend Plätze vorhanden sind.
Es gibt hier keine Parzellierung, so reihen wir uns hier mit ein, mit einem, so meinen wir, passenden Abstand. Nicht zu eng, aber auch nicht zu viel Platz verschenkt. Es handelt sich hier um einen kostenpflichtigen Stellplatz. Laut App soll er 15 € kosten. Meistens stimmt sowas nicht, denn die Preise ändern sich natürlich laufend. Und so ist es auch in diesem Fall. Hier gibt es einen Parkscheinautomaten, dort bezahlt man. Hier hat man allerdings nur die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen oder mit einer App, mit der Parkstar-App zum Beispiel. Mache ich nicht so gerne oder habe nicht diese App. Ich zahle am liebsten mit der Visa-Karte oder mit dem Handy. Das ist hier nicht möglich, steht auch dran. Man muss hier also mit Bargeld bezahlen, 16 € in Hartgeld. Und ja, die muss man erstmal dabei haben. Wir haben uns schon vor vielen Jahren darauf eingerichtet und haben im Wohnmobil immer verschiedene Münzen dabei, so dass es kein Problem ist, dann hier in Münzen zu bezahlen. Wir haben also jetzt für 24 Stunden bezahlt, also könnten wir bis 14 Uhr am nächsten Tag hier stehen. Am frühen Abend waren die Plätze mit Strom alle belegt, aber auf der Wiese, da war noch ausreichend Platz. Wir werden häufig auf Camping- und Stellplätzen von anderen Campern angesprochen, die uns kennen über unseren YouTube-Kanal. Das ist voll in Ordnung, das machen wir gerne, wir unterhalten uns gerne. Und so war es auch in diesem Fall. Unser Nachbar, der neben uns steht, der kommt aus der Region und konnte uns so einiges hier über den Platz erzählen. Schon ein bisschen näher. Aber toll. Ja. Das ist halt So, das sind meine Nachbarn hier auf dem Platz in Fulda. Und die beiden kommen auch aus Fulda, habe ich sofort am Kennzeichen erkannt. Und die haben mich auch angesprochen, kennen mich auch. Und jetzt darf ich die beiden befragen hier zu diesem Stellplatz. Erzähl erst mal deinen Vornamen. Ja, hallo Hago, ich bin der Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, Jürgen Schlott, das ist meine Frau, die Heike. Hallo. Hallo Heike. Hallo. Und wir kommen hier aus Fulda, aber vielmehr aus Künzell, ne? Das ist so ein Nebenort von hier, so 5 Kilometer weg und stehen halt immer mal zwischendurch hier auf diesem Stellplatz oder anderen Stellplätzen in Fulda und freuen uns des Campens. Und Ja. ganz überrascht waren wir halt heute über unseren Nachbarn, den Hartmut und die Rieder. Ja. Ja, schön. Jetzt ist der Platz ja eigentlich nicht schlecht. Schöne grüne Wiese, schön viel Natur hier. Aber, und darüber haben wir beiden schon gesprochen, es gibt hier so ein paar Dinge, die müssten vielleicht nochmal verbessert werden. Ja, also ich denke mal, man könnte diesen ganzen Stellplatz hier viel professioneller aufziehen, mit noch mehr Stromsäulen, mit einer vernünftigen Rezeption, mit einer vernünftigen Check-in, ja. Und ja, Und Versorgung. Fair- und Entsorgung oder wie du immer sagst, End- und Versorgung, also umgekehrt. Ja, also der Parkscheinautomat funktioniert nur mit Münzen oder mit Parkstar oder anderen Apps, aber nicht mit EC oder Kreditkarten. Also hier ist einiges zu tun und man könnte es machen, weil der Stellplatz von der Lage her ist genial. Also wir haben schon viele Stellplätze gesehen. Hier ist Potenzial drin, aber macht halt keiner. Schauen wir mal, was passiert in den nächsten 1-2 Jahren. Jetzt haben wir den Hessentag in 4 Wochen, glaube ich. Ja, Mitte Juni, Hessentag hier. Und ja, da werden viele Camper kommen und fragen, ja, warum ist das nicht so schön wie sonst wo? Ja, nein, Unsere Meinung. Ja, genau. Ich stimme dir dazu. Natürlich End- und Versorgung, so sage ich es, kann man auch umgekehrt sagen, ist natürlich irgendwo schon wichtig für uns Camper. Strom gibt es hier auch, an gewissen Plätzen, nicht überall. Ich sage mal, nirgendwo ist es vollkommen, erwarten wir auch nicht, aber ein bisschen mehr könnte man hier tun. Auf jeden Fall. Ja, man nimmt hier 16 € für den Platz. Ja, genau. Und, Ist nicht gerechtfertigt.
Nur für Parken, Übernachten. Ich bin vorsichtig, aber du sagst, es ist nicht gerecht. Ja, nein. Okay. Nein, wir wollen nicht meckern. Wir sind froh, wenn eine Stadt einen Stellplatz anbietet. Aber hier sind noch einige Dinge, die hier verbessern. Hier ist Potenzial für einen Premium-Stellplatz. Ja. Und da kann man auch 25 € da nehmen, ja. wenn die Infrastruktur stimmt und eine vernünftige Check-in ist mit Schranke. Jürgen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke für das Gespräch oder für eure Ausführungen hier. Ich gehe mal weiter über den Platz und schau mal, was es hier alles so gibt. Genau, vielleicht finden wir das Frischwasser. Ja, okay. Dankeschön. Ich bin dann noch mit Jürgen über den Platz gegangen. Er hat mir noch einiges gezeigt. Zum Beispiel vorne an der Einfahrt steht dieses Gebäude. Dort gibt es auch einen Wasserhahn. Steht allerdings dran, kein Trinkwasser. Gut, das ist auf jeden Fall... Was ich auch nicht wusste, dass dieser Platz oder in diesem Gebäude Toiletten und Duschen hat. Und zwar, da gehen wir jetzt mal auch ums Gebäude herum. Und zwar auf der Rückseite des Gebäudes, sieht man sonst gar nicht, findet man Toiletten und Duschen. Ja, aber ohne. Das ist ja okay, das ist auch filmenswert. Ne? Ja, das ist alles ordentlich hier. Es sind einfache sanitäre Anlagen, aber ordentlich und nutzbar, denke ich. Das ist hier die Entsorgung. Hier kann man die Kassette ausleeren. Ein Bodeneinlass, wo man mit dem Mobil drüber fahren kann, gibt es hier nicht. Auch hier wieder ein Wasserhahn mit dem Hinweis kein Trinkwasser. Das ist klar, an der Entsorgungsstation bzw. dort, wo die Kassette ausgeschüttet wird, zapft man kein Frischwasser. Damit da keine Missverständnisse aufkommen, ich möchte hier diesen Platz nicht schlecht reden. Ich bin froh über jeden Platz, der existiert, Stellplatz oder Campingplatz, denn bei der großen Nachfrage sind Plätze wichtig. Aber natürlich könnte man hier mit relativ wenig Aufwand noch einiges verbessern. Gern hätten wir uns natürlich auch noch die Stadt Fulda direkt angesehen. Dazu fehlte uns allerdings die Zeit, wobei ich sagen muss, wir schon häufiger in Fulda waren, allerdings nicht auf diesem Stellplatz. Rita hat noch einen kleinen Spaziergang gemacht. In unmittelbarer Nähe ist ja die Fulda und es gibt auch einen kleinen See. Dort gibt es eine schöne Bar, Restaurant, ich weiß es nicht genau, ich bin nicht dabei gewesen, aber lohnt sich auf jeden Fall dort mal hinzugehen. Nächster Morgen, wir haben sehr gut geschlafen, es ist der Pfingstsamstag und unsere Reise geht in Richtung Süden, also Richtung Neckar. Dort wollen wir zum Camping- und Stellplatz Cimbria, dazu aber mehr im nächsten Video. Ich sage mal wie immer Dankeschön fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben, freue mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.